his technology, because unfortunately he could not be here. Also da Herr Mazza nicht hierher kommen konnte, wird Fabio uns seine Technologie präsentieren. So first I will go into the technology, and afterwards we can ask a few questions to the inventor. Als erstes werde ich Ihnen daher die technischen Grundlagen dieser Erfindung darstellen. Anschließend können Sie dann auch direkt ein paar Fragen an den Erfinder stellen, wie gesagt, über Skype. Okay, very good. So, this system I'd like to introduce you today is an autonomous system to produce electricity simply exploiting atmospheric pressure, or even we should say the force of gravity. Das EGIRA geschriebene und EGIRA ausgeworfene System ist ein automatisches, ein autonomes, selbstständiges System, um Elektrizität zu produzieren, indem es den Luftdruck oder den atmosphärischen Druck nutzt. So weit ist er ja noch nicht. Ich mache nicht den Fehlerschritt. And the inventor is Mr. Loris Mazza, who is actually from San Marino. There is a small republic right in the center of Italy. Der Erfinder, den Sie auf dem Foto sehen, ist Loris Mazza aus San Marino, eine kleine Republik in der Mitte Italiens. And the picture on the right shows the layout of the pilot plant. Auf der rechten Seite sehen Sie die kleine Pilotanlage. So Mr. Mazza is a small entrepreneur, an inventor, and he's not a scientist as a background. And everything started in 2013 when he got interested into a video on YouTube talking about Boyle's Law. Herr Mazza ist ein Geschäftsmann, ein Erfinder, hat selber, also nicht jetzt keinen akademischen Hintergrund. Angefangen mit der Entwicklung hat er im Jahr 2013, als er im Rahmen eines YouTube-Films über das Boylesche Gesetz, wir in Deutschland kennen das als Gasausgleich, also den Ausgleich zwischen Druck und Volumen gesehen hat und begonnen hat, sich damit zu beschäftigen. Now, unfortunately, that experiment did not work out, so he found out it was a fake. And from that moment, he started playing a little bit around, and he did find something really, really revolutionary, which led to his invention, that is set up exploiting atmospheric pressure. And after a few trials since 2014 and so on, he literally developed in 2016 what is the current final layout of the pilot plant. Herr Mazza hat aber feststellen müssen, dass dieser kleine YouTube-Film im Endeffekt nur ein gefaktes System darstellt. Es hat ihn aber gepackt, er hat daraufhin angefangen, Experimente durchzuführen, Versuche und ist im Zuge seiner Arbeiten zu einer Sache gekommen, die hier als atmosphärischer Druck oder ja, zur Nutzung des atmosphärischen Drucks bezeichnet wird und konnte im Jahr 2016 seine erste kleine Demoanlage vorführen. Okay, so let's get into the physics principle. Now, I'm not a physicist and I don't want to give you a physics lecture also because I'm not able to. Ich möchte Ihnen jetzt die physikalischen Grundlagen dieser Anlage darstellen, obwohl ich selber kein Physiker bin und niemand jetzt irgendwie unterrichten will in dem Bereich, aber ich werde es versuchen. But I promise you the principle is very, very simple. Das Prinzip ist aber sehr einfach auch. So this is the first equation that everybody knows from physics books. It's about energy and work. Energy, one way to represent the equation for energy is simply force times distance. Das erste Gesetz, das wir vermutlich alle auch noch aus dem Schulunterricht kennen, ist eben W ist gleich F mal D, sprich Energie ist gleich Kraft mal Entfernung. So the important point here is the force, and basically to do some work, to have some energy, we have to apply some force. Das Wichtige
hierbei ist eben das F für Force, sprich für Kraft, weil wenn wir irgendetwas tun wollen, bewegen wollen, brauchen wir Kraft dazu. At least in the classic model, not in quantum physics, which is much more complicated. This is a very simple model. Und Kraft im mechanischen Sinne und nicht jetzt im quantenphysikalischen oder sonstigen komplizierteren Umfeld oder Kontext. Okay. And from this, we can look at another equation, that is pressure is simply given by force over an area, a surface. Eine weitere Formel, ebenso einfach aufgebaut, ist, der atmosphärische Druck entspricht der Wirkung der Gravitation, Schwerkraft, geteilt durch die Fläche. And again, if we consider that if we take the pressure as the atmospheric pressure, the force is actually the force of gravity. Und wenn wir über den atmosphärischen Druck sprechen, dann ist die Kraft eben die Auswirkung der Gravitation. And by the way, it's only because of the force of gravity that we have atmospheric pressure, because the force of gravity pushes the air, all the gases on Earth, and therefore this is a heavy mass that results into, we describe it as atmospheric pressure. Der Grund für den atmosphärischen Druck liegt in der Gravitation, in der Anziehungskraft, die die Masse, also die Luftschichten quasi hinabzieht. So, atmospheric pressure is an effect of the force of gravity, and therefore, if atmospheric pressure exists, there is a force that we can harness. Atmosphärischer Druck ist also ein Effekt der Gravitationskraft. Und wenn es atmosphärischen Druck gibt, heißt das, dass da auch eine Kraft ist, die wir nutzen können. Now let's focus on this second equation to explain the principle on how to harness the force of gravity. Lassen Sie uns die zweite Formel betrachten, um zu lernen oder zu erfahren, wie wir die Kraft der Gravitation nutzen können. I'll rewrite the equation in this form. So pressure becomes a delta P, so the pressure difference. Auch hier wieder eine Formel. Der Druckunterschied entspricht der Kraft geteilt durch die Fläche. So we come to the basic scheme of how the pilot plant works. Wir kommen also jetzt zu dem Prinzip, wie diese Pilotanlage funktioniert. Did I have a laser? So it'll be easier to show. So the system Gira simply exploits the water flow going from a main tank to a bottom tank, which is at very low pressure. And basically the water flow given by the difference of the pressure, the atmospheric pressure and the combined pressure of the water load pushes the water inside to make a turbine turn and flow. Also, im ersten Schritt haben wir zwei Tanks, der obere Tank und der untere Tank. Der obere Tank, ich muss jetzt auch drauf zeigen, damit es ein bisschen leichter ist, verbindet die beiden. Hier haben wir einmal die Wassersäule und zum anderen den darauf lastenden atmosphärischen Druck, der reingeführt wird in den zweiten Tank, in dem ein Unterdruck herrscht in diesem Gebiet. So let's start again. Here we have atmospheric pressure and we have a head of water. So at the bottom here there will be a force which is given by the force given by the atmospheric pressure plus the head of the water in this column. Also noch einmal wiederholt, hier haben wir oben den atmosphärischen Druck, hier haben wir die Wassersäule, das heißt, die Kraft, die sich hier auswirkt, wenn wir ein Ventil öffnen, ist die Summe dieser beiden Kräfte oder Drücke. The bottom tank is a low pressure, and in the experiments normally it is run at about 0.1 bar.
In diesem Bereich ist ein Unterdruck, der bei den Experimenten etwa im Bereich von 0,1 bar lag. Therefore, when the valve here is opened, the water flows from here to there at a very, very high speed. Not just because of the head of the water here, but because of the pressure difference between this point and the lower pressure tank. Wenn also hier das Ventil aufgemacht wird, dann spritzt das Wasser mit einem sehr hohen Druck auf den Generator, nicht nur aufgrund des Gewichts des Wassers und des atmosphärischen Drucks, sondern eben weil hier auch ein Unterdruck herrscht. So the electricity is generated here by the turbine, the spins, thanks to the water flow going inside. Simply with a dynamo, so a system that everyone knows. Die Stromproduktion erfolgt in einem ganz konventionellen System. Eine kleine Turbine mit einem angeschlossenen Generator, in Drehung versetzt durch das hier herausschießende Wasser. At this point, in order to make the closed loop, the water is pumped back from this point all the way to the top. Um den Kreislauf zu schließen, gibt es hier unten eine Pumpe, die das Wasser, was hier hinzugefügt wird, wieder zurück nach oben pumpt in den oberen Tank. So if you look at the force balance, we have the first force, which is number 1 over here, atmospheric pressure. Wenn wir jetzt also die Kräfte betrachten, die in diesem System sich auswirken, haben wir Nummer 1, den atmosphärischen Druck. Number 2 is the hydrostatic load, so basically the further pressure that we get because of the head of water. Zweitens, die hydrostatische Ladung wird wörtlich gesetzt, also ich denke mal Wassersäule ist der richtige Ausdruck in Deutsch, der in diesem Tank herrscht. Then we have the hydraulic load, which is in this tank over here. It is really a hydrostatic load like this tank over here, but it also got another principle. Because the water is flowing inside here, there is a push-on effect. So hydraulic load here takes into account the head of the water plus the push that comes from the top tank. 3 haben wir wieder das gleiche wie hier eine Wassersäule, die aber ständig durch das hier oben zufließende Wasser quasi einen zusätzlichen Druck oder Push nach unten bekommt. And of course, we need to calculate the energy that is needed, the force that we need to pump the water back to the top tank, which is number 4. Und Nummer 4 ist eben die Kraft und die Energie, die ich benötige, um das Wasser von hier unten wieder nach oben zu pumpen. In all of this, in all of the system, of course, there will be friction at every step, going inside the tubes here, or the curves, or the pump. So friction, of course, is taken into account. Hinzu kommt natürlich Reibung in allen Elementen des Systems, also sowohl jetzt bei der Strömung des Wassers hier oder hier, Luftreibung, die Reibung der Turbinen, das ist alles mit einkalkuliert. Now, when I first looked at this, I immediately thought what we are taught in school. Als ich das erste Mal dieses System gesehen habe, habe ich mich natürlich sofort daran erinnert, dass wir alle in der Schule gelernt haben. Which is, this cannot work because the energy I'm going to spend to go from here to there is going to be a bit more of the energy I get when water falls down. Und das, was ich gelernt habe, war, dass die Energie, die ich brauche, um das Wasser von hier unten nach hier oben zu pumpen, etwas mehr sein wird als die Energie, die ich gewinne, wenn das Wasser hier über die Turbine Energie erzeugt oder Strom erzeugt. But fortunately, this is not the case. Tatsächlich ist es aber nicht der Fall. And the main trick there is that, the scientific trick there is that whenever you have a closed loop, the water going from this level to that level makes no effort because this is already the level of the LPT. That's a Bernoulli principle. Sorry, the Archimedes principle. Bekannt das archimedische Prinzip. Das heißt, ich muss hier keine Energie aufwenden, um das Wasser von hier bis zu diesem Niveau hoch zu pumpen, weil es sich automatisch, man muss es nur aufmachen, gleicht es sich aus und
kommt zur Ruhe auf dieser Ebene. And add to the fact that at the bottom here, the water has got a little push, which is this column of water, so it doesn't matter that it's at 0.1 bar, it has got that amount of head, plus has got the push coming from the gravity, coming from the gravity of the main tank. Hier habe ich aber einen kleinen Überschuss durch das Wasser, was zusätzlich von dem oberen Tank hier hineinfließt. Also die Wirkung der Gravitation letztendlich oder der Schwerkraft. Therefore, the pump here is only really making the effort from this point up to that point. Und deshalb belaste ich diese Pumpe Nummer 4 eigentlich nur mit der notwendigen Energie, um das Wasser von dem Niveau bis hier hoch zu fördern. Also, there is the fact that whenever we have this system running, zusätzlich kommt der Effekt, dass sobald dieses System erstmal in Bewegung ist, der Kreislauf in dem Sinne geschlossen ist, the pressure inside here does not need to be sucked out in order to remain at 0.1 bar, because this pump at the bottom here will do the trick. Dazu kommt, hier habe ich zu Beginn natürlich eine gewisse Energie aufwenden müssen, um den Luftdruck von normalem Luftdruck auf 0,1 abzusenken. Das muss ich aber nicht ständig tun, sondern nur das allererste Mal. Das bleibt stabil hier drin. So in fact, in the first layout, there was a vacuum pump here to pump out the vacuum, but we figure out that it's not necessary. You only need to pump it out at the beginning, because the pump at the bottom keeps the vacuum inside the low pressure tank. In der ersten Ausführung war hier etwa an der Stelle hier oben eine Vakuumpumpe installiert. Es stellte sich heraus, dass die tatsächlich nur ein einziges Mal benutzt werden musste, um diese 0,1 Bar hier hervorzurufen. Im weiteren Verlauf des Systems reichte es aus, dass diese Pumpe ihre Arbeit hier unten getan hat, um die 0,1 Bar hier ständig weiterzuerhalten oder stabil zu halten. Okay, I'm now going to show you the full layout, just a drawing of it, and then I'm going to show you a video afterwards. Das ist das Layout dieser kleinen Pilotanlage. Ich werde Ihnen danach ein kleines Video zeigen, wo diese Anlage in Betrieb ist. By the way, this is part of a brochure that is available to whoever is interested in having it, but it does report all of the main numbers and heights and curves and distances of the tank, which is about the size of a man, a little bit higher. Die Grafik ist Teil einer kleinen Broschüre, die ich Ihnen sehr gerne zur Verfügung stelle. Sie müssen mir irgendwie nur die E-Mail geben, dann können Sie das bekommen. Interessant möglicherweise für Sie ist, dass halt überall die wichtigen mechanischen Daten, Durchmesser der Rohre, Entfernungen, Längen, Durchmessermaßstäbe hier zu sehen sind. A few pictures of the actual layout of the pilot plant, which as you can see it's very, very simple. The most complicated part is just the turbine here inside the low pressure tank. Hier sind ein paar weitere Details, Foto des Systems, und man kann sagen, das ist einfach eine äußerst einfache, schlichte Konstruktion. Das Komplizierteste dabei war noch die Installation der Turbine im oberen Teil des zweiten Tanks. Okay, here I like to show you some numbers from the testing of the pilot plant. Hier sehen Sie einige Zahlen als Ergebnisse der Tests, die durchgeführt worden sind mit dieser kleinen Pilotanlage. For the presentation, I chose not to go in the details of the fluid mechanics, but of course this is available, and I promise you it's also not very difficult to get the head around if you've got some background of fluid mechanics. Wenn Sie mehr Hintergrund dazu haben, das werde ich jetzt in diesem Vortrag nicht noch ausführen, und zwar die Fluiddynamik in dem System, bis auf die hier vorhandenen Zahlen, aber das kann in dieser Broschüre, können Sie das auch erhalten. So here we have the power
required by the pump number 4 pushing the water back into the main tank, showing 57 watts. Die 57 Watt, die Sie hier sehen, entsprechen dem Energieverbrauch der Pumpe Nummer 4, die das Wasser von hier unten wieder nach oben pumpt. With a very high flow rate, 6.4 cubic meter per hour. Mit einer relativ hohen Durchflussrate von 6,4 Kubikmeter pro Stunde. Which means that once the nozzle is open, the water flows very fast into the low pressure tank. Das heißt, in dem Moment, wo das Ventil geöffnet wird, fließt das Wasser mit einer sehr hohen Geschwindigkeit in den Niederdrucktank. And in the output, we have that the head went from 1.7 meters, well, of course this is calculated, to 1.95 meters, giving an output of 80 watts. Und wenn man rechnet die Fallhöhe von Tank 1 zu der Turbine, was hier unten gerechnet worden ist, dann kommt man zu dem Ergebnis, dass da 80 Watt herauskommen. So it means that we have made use of the force of gravity to increase our power from 57 watts to 80 watts. Das Ergebnis ist also, dass wir die Kraft der Gravitation nutzen, um die Investition von 57 Watt zu 80 Watt zu erhöhen. Das heißt, yeah, which is about 30% more. Etwa 30% mehr. And this 30% is not heat, but it's usable electricity. Und diese 30% sind keine Wärme, sondern direkt nutzbarer elektrischer Strom. Which is not a small point. Und das ist nicht allzu wenig. Because whenever you analyze other systems, you have the problem that the surplus energy that might be in the range of 30%. If it's in the form of heat, you can do nothing about it because 30% heat, you get almost no electricity out of it. Das Interessante dabei ist, dass diese 30% über den Daumen gepeilt direkter elektrischer Strom sind. Während sie Wärme, beispielsweise wie bei vielen anderen Systemen, dann kann man damit eigentlich nicht allzu viel anfangen, sondern man muss diese Wärme über irgendeine Drittmethode erst wieder in Strom umwandeln. Und wir wissen alle, dass das auch wiederum mit einer Verringerung des Wirkungsgrades bzw. des Nutzens letztendlich oder der Menge verbunden ist. So actually, you could look at this in a way that out of these 80 watts, you take away 57 and put that back into the system, and therefore get out of the system 23 watts for free, so without being attached into the grid. Once you've started. Sobald das System also erstmal im Laufen ist, können wir es so betrachten, dass wir 80% daraus ziehen, 80 Watt rausziehen, 57 Watt wieder durch die Pumpe einspeisen und die Differenz direkt nutzen können. So the system can sustain itself. Und daher kann das System als selbsterhaltend genutzt werden. And I call this free energy. Und das ist, was ich als freie Energie bezeichne. Okay, so the system to several applications, from a small house to a big power plant. Now I'm going to show you just a couple of drawings. On the left here we have an ordinary dam for hydroelectric power with a 70 meters jump. Man kann das System in verschiedenen Größen sich vorstellen, von kleinen Systemen für Einfamilienhäuser bis zu großen im industriellen Maßstab. Hier haben wir zum Beispiel den Vergleich, ein normales hydroelektrisches System, sprich Staumauer, eine Fallhöhe von 70 Meter, unten der Generator, ganz traditionell. If in this 70 meters jump we fit, for example, 3 units, we are going to end up with something that is like a higher jump. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir innerhalb dieser 70 Meter 3 Systeme installieren, landen wir zum Schluss bei etwas, was aber mehr Strom produziert als dieser einfache Fall. So, if in the beginning we have a power calculated of
585 kilowatts. Let me round it up. Wenn wir hier oben also in dem ersten Fall aufgerundet zu etwas kommen wie 580 Kilowatt zum Beispiel. Yes. With the 3 units, the head jump is equivalent to going from 70 to 97 with a total power output of 800 kilowatts. So we went from 580 to 800. Dann kommen wir hier, also von den etwa 580 im ersten Fall, landen wir bei der Installation von 3 Systemen bei einer Summe von rund 800 Kilowatt, also wieder ein Plus von über den Daumen gepeilt 30%. Nearly 30%. So this means that we can transform an ordinary hydroelectric plant today to give us 30% more energy. Und das wäre damit halt eine Methode, ein ganz normales Wasserkraftwerk oder die Produktion eines ganz normalen Wasserkraftwerks um knapp 30% zu erhöhen. This is another example on how the system can be used with a layout like this in a 4-story building. Das wäre jetzt entsprechend einem 4-stöckigen Gebäude, eine andere Bauform des Systems. Which 3 stores are below ground, by the way. Wo die Systeme jetzt gut 4-stöckig, aber halt unterirdisch installiert worden sind. So these 4 units, for example, could be used either in parallel or in series, and I'm going to show you how. Wobei diese Einheiten sowohl parallel als auch in Reihe geschaltet werden können, und ich werde Ihnen gleich zeigen, wie das geht. Now the simplest way is to be used in parallel, so every unit is independent, with exception made from the water being pumped from unit 4 to unit 1. Die einfachste Sache wäre ein Parallelbetrieb, wo die erste, zweite, dritte quasi gleich sind. Die 4. unterscheidet sich ein bisschen, weil von hier ja wieder das Wasser zurückgepumpt werden muss bis zum Einfluss der ersten Einheit. The main numbers I like to point out are the power employed. In every unit we use a total of 550 kilowatts to run the pump and all the friction losses and so on. And we get out 720 kilowatts, so an output of 169 kilowatts. Den Rechnungen entsprechend können wir sagen, dass bei diesen 3 Einheiten der Bedarf für die jeweilige Einheit 736, this is the performance. No, it's 721. Moment, jetzt habe ich gerade durcheinander gebracht. Here, 721. Ah, genau. Der Output 721. And the input 550. Der Verbrauch 552, die Differenz 169. Surplus. So, let's run numbers. We get a 30% more. Also auch hier wieder dieses Plus von etwa 30%. So, what we could do, once the first cycle is started, is not to give to the grid 720 kilowatts, but give 552 back to the unit and out to the grid only the difference, 170, and that is again something for free because the unit will go by itself. Wenn die jeweilige Einheit im selbsterhaltenden Betrieb ist, heißt das ja, dass wir nicht die entstehenden insgesamt 850 ans Netz geben, sondern nachdem der Anteil wieder zurückgegeben wird in diesem Kreislauf, ein Rest von 169 Kilowatt bleibt, die ans Netz gegeben werden können. I'll make it very simple for those of you that have never seen something like this before. Imagine that you buy 1 egg and magically it becomes 2 eggs. And in order for the system to work, you always have 1 egg back. So basically you decide that the 1 egg produced always goes back, so every day you only have 1 produced out of nothing. Ich habe so etwas noch nicht gesehen. Vergleichen Sie es zum Beispiel, man hat ein Ei und über einen magischen Weg werden aus diesem Ei plötzlich 2 Eier. Und dann kann man Ei essen, man behält das zweite Ei, damit man am nächsten Tag wieder ein Ei hat. Ich würde hinzufügen, naja, das ist dann halt das Huhn, was dann jeden Tag das Ei legt.
So if you put the system in parallel like this, you sum up all the energies and you get up with an output of 663 kilowatts extra. Und das Interessante ist natürlich, dass Sie die jeweiligen Ausgangsleistungen oder übrig bleibenden zusammenzählen können und in dem Beispiel von den 3 plus 4. Einheit zu einer Gesamtmenge von 663 kW kommen. However, there is a better way to exploit this energy simply using maths. It's not very hard. There is a better way to, there's a way to produce more. Of course the units are going to be bigger. Es gibt eine Methode, die noch besser ist zu benutzen im Falle von größeren Einheiten. If we put them in series, wenn wir sie in Serie miteinander verbinden und parallel. So, the first unit, back to the first unit, consumes 550 kilowatts and puts out 721. Die erste Einheit konsumiert oder verbraucht eben die 736 kW. Entschuldigung, es ist einfach zu viel Zahlen hier. Konsumiert 552 und liefert die 850. Oder? 721. Okay. And imagine if we can feed these 720 kilowatts to the second unit, it will take out 720 times 1.3, it will be about 850 kilowatts. Speisen wir diese Energie in die zweite Einheit ein, dann haben wir dieses Plus, also 1,3 mehr. And so on and so on. By doing that means that every passage we produce the same energy we started with times 1.3, which is the increase of 30%. Und wenn wir das weiter fortführen, von einer zur zweiten, dritten, vierten Einheit, kommen wir eben dazu, dass bei jedem Schritt die Gesamtmenge mal 1,3 zu rechnen ist. Okay, it's a lot easier put here a table. So if we put 4 units in parallel with a nice round number to start with of 500 kilowatts, we end up with the fourth unit with an output of 1,428 kilowatts, which is a surplus of 186%. Bei 4 Einheiten, gestartet mit 500 kW, landen wir also insgesamt bei fast 1,5 Megawatt. Insgesamt ein Plus von 186%. So 1,400 is almost 3 times 500, yeah? Wie Sie sehen, das ist ja knapp das Dreifache von den 500. So if we carry on the same thing, with 5 units, we buy from the grid 500 kilowatts, we end up with almost 2 megawatts. Bei 5 Einheiten landen wir schon bei fast 2 Megawatt, also ein Plus von 271%. And so on and so on and so on. With 20 units, we end up almost with 100 megawatts. Die Zunahme wird immer größer, wie Sie sehen, bei 20 Einheiten starten wir mit 500 kW und landen bei 95 Megawatt, also in dem Fall schon fast das 200-fache. All the way to this magic number here, 28 units, that give up an output of 775 megawatts, which means bei 28 Einheiten landen wir bei 775 Megawatt. Wir rechnen das oder bezeichnen das als eine magische Nummer. Ich hatte auch gefragt, warum. It's magic because this is about the size of the biggest turbine that exists in the world for hydroelectric power. Weil das der Dimension der derzeit größten existierenden Wasserturbine, Weltturbine entspricht, die weltweit größte lieferbare Turbine entspricht dieser Dimension. In theory, the same company, I'm going to show you the picture later, say that they can go up to 1 gigawatts, which you would get with 29 units. They say they can, the same technology could do it. Also die Firma, ich hatte auch gefragt, Voigt, sagt, sie können zumindest potenziell bis zu 1 Gigawatt auch bauen, aber lieferbar ist eben maximal gerade jetzt dieses. That is one nuclear power plant. Exactly. Das ist ein Atomkraftwerk. Das ist ein Atomkraftwerk.
Yes, so 1 gigawatt is the size of a good power plant or whatever type, diesel, methane, nuclear. Eine Stromanlage mit der Leistung von 1 Gigawatt ist eine sehr schöne Dimension, jetzt völlig unabhängig, wie sie funktioniert, ob nuklear, ob mit Methanol, hydroelektrisch oder wie auch immer. So we started with 500 kilowatts, we ended up with 1 gigawatt, that's free energy. Und wenn es tatsächlich so ist, dass wir eben mit 500 Kilowatt diese Kaskade starten und dann bei jedem Schritt mit den entsprechenden Zunahmen zum Schluss bei 1 Gigawatt landen, dann ist das richtig ordentliche freie Energie. This is the world's largest hydropower turbines, the both turbine and generate megawatts, so it's very comparable to what I had here, 784, 775, very, very close. Behalten Sie diese Zahl. Hier sehen Sie diese weltweit größte Turbine der Firma Voith mit 784 Megawatt. And this is the world's largest hydropower plant in China, in Sichuan, that produces 22 gigawatts with about 30 of those units. Und So eingesetzt actually, sind sie, they've got only 6 of those and many other smaller units. So, eingesetzt werden gegenwärtig 6 dieser gewaltigen Generatoren in 3 oder 5 Schluchten, oder wie viel Schluchtendamm der chinesische? 5 Schluchtendamm, danke. Wo also 6 dieser großen Generatoren und der Rest etwa kleinere mit einer insgesamten Leistung von 22,5 Gigawatt installiert sind. and how big would be an installation with 28 of those units with an output of a turbine, single turbine with 784 megawatts? Not any bigger than any power plant that we have today. Actually, it would be much smaller. Und im Vergleich wären trotzdem diese 28 Schrittkaskaden, die dann zu dieser hier unten, 28. ja, 28, wäre von der Dimension, von dem Bauaufwand wesentlich geringer als zum Beispiel dieser 5 Schluchten da. Okay, now I'm going to show you a small video of a test of the plant. It's only 1 minute and it doesn't have words, so I can comment it. I put the audio down because otherwise it would Okay. maybe be noisy. Ich zeige Ihnen jetzt kurz, es ist nur 1 Minute lang, ein kleines This is the Video. low pressure tank with the turbine spinning. Er ist ohne Worte und ich habe auch den Klang ausgeschaltet und man hört im Prinzip nur das Rauschen. The water being pumped back, so item number 4 going back into the top tank. Das ist die Rückpumpleitung, der obere Tank. And this is the main tank with all the heights and the very precise measurements. Sie sehen, überall sind also genaue Maße auch, Maßstäbe angebracht. Das Ventil, was den Selbstlauf erstmal in Bewegung setzt, die Turbine. It's quite noisy when you're on there because the turbine really spins, well, the water really flows at a very high speed. Wenn man vor dem Gerät steht, merkt man auch, wie laut es ist, weil das Wasser mit sehr hohem Druck, mit hoher Geschwindigkeit auf die Turbine strömt oder gerechnet wird. So actually, it is much easier to have a larger turbine than a small turbine in the power plants because of technologies like that. When you try to miniaturize such things, it's more costly, more difficult. Es wäre auch viel einfacher, ein System zu bauen mit einer etwas größeren Turbine, weil gerade in dem Bereich, wenn man also in Richtung Miniaturisierung geht, wird es immer komplizierter. So, jetzt kommt, glaube ich, das direkte Gespräch. Sì. Okay, very good. So we now have Loris live, Mr. Loris Mazza. Ti guardano tutti, quindi se vuoi fare un saluto. Sì, volevo solo dire una cosa prima. Quando io adesso parlo, deve tradurre anche in tedesco lui, in austriaco? Sì, tedesco. Vuoi parlare in inglese? Ok, quindi io vado piano. Ok. You can hear me? Yes.
Yes. Yes. Good afternoon. Good afternoon. Sorry for. I would like to thank Professor Schneider for this great opportunity. Vielen grazie, ma sono non un professore, soltanto un ingegnere. Ich begrüße Professor Schneider. Herr Schneider grüßt zurück und hat gesagt, ja, aber ich bin kein Professor. Nur ein Ingenieur. Ja, nur akzeptiere ich, ist nur menschlich nicht. Ich bin Ingenieur, da sind Sie stolz drauf. Voll berechtigt. Okay. It's an honor for me to attend this Congress. I firmly believe that the world can change for the better, and I hope, as you hope, to contribute to this change. Es ist eine Ehre für mich, zu diesem Kongress zu sprechen. Ich glaube daran, dass wir die Welt verändern können. Unfortunately, my project has blocked me here in San Marino, and I am sorry, I am not with you. Es tut mir sehr leid, dass ich nicht bei Ihnen sein kann, sondern hier in San Marino geblieben oder bleiben musste. Another special thanks goes to engineer Fabio Maggiore, that has done his best to introduce you, Egea, in the best way to this fantastic audience. Ich möchte mich auch bei Fabio bedanken, dem es gelungen ist, das System den Zuhörern darzustellen, vorzustellen in der besten Art und Weise. We like to congratulate him too. You have the question? Haben Sie konkrete Fragen? Yes, I did have some questions I prepared. Okay. Then maybe if there are more from the audience, we can go. But the first question I'd like to ask is, from your small pilot plant, what is the maximum output you got out of it? Ja, es gibt einige Fragen. Fabio hatte schon einige Fragen vorbereitet, eingesammelt. Die erste Frage lautet, was für ein Output hat denn Ihr System tatsächlich erreicht? With reference to the movie being projected, the hydrostatic load of 70 centimeters from main tank. In Bezug auf diese kleine Pilotanlage, das waren 70 Zentimeter. The pressure in LP tank equal to a 200 millibar. Der Druck im Tank entsprach 200 Millibar. Nozzle diameter 21 millimeter. Durchmesser, Düsendurchmesser 21 Zentimeter. Millimeter. 4.9 liter per second for water flow. 4.8. 4.8 Liter Durchfluss pro Second. Meters per second, Yeah. the water flow. Pro Sekunde, ja. Yeah. The output energy is equal 480 watts. 480 watts. The Watts, output. sorry. 480 Watt war die Ausgangsleistung. Yeah, but this test plant is built with a very small inlet pipe. Diese Versuchsanlage ist mit einem kleinen Rohr. Was meint er? Which pipe? A small Inlet pipe. pipe. The inlet pipe is the pipe that go into LPT. Sorry, can you repeat it again? Loris, The inlet pipe. The inlet pipe is the pipe that come into the turbine. Okay, the inlet pipe is the one that brings water back into the main tank. Also das Rücklaufrohr in den oberen Tank has a diameter or what? Sì, qual è il diametro? 21 millimeter. 21 mm Durchmesser, also der gleiche wie oben. Ja. Is equal to a nozzle. Verbunden mit einer Düse.
equals to the nozzle of the light. Entsprechend der Düse, die vorhin erwähnt worden ist, 21 mm Durchmesser auch, okay? That's it, is correct. Also das sind die Hauptangaben, die Hauptmaße. Okay, I've got some other questions, and the other question is, what makes this technology so special? And by the way, before we move on, I think your video has frozen. Let's try to start it again. Okay. Fabio hat noch eine andere Frage, aber er kontaktiert immer zugleich und möchte gerne das eingefrorene Bild wieder in Bewegung bringen. Okay. Okay, now we can see you. Jetzt sehen Sie ihn live. Okay, what makes this technology so special? Was macht diese Technologie denn so besonders? A giga can produce all day long, 24-hour a day. Dass sie 24 Stunden am Tag Strom abproduzieren kann. And I like to It is have not a closed circuit. Herr Schneider ergänzt, und dies in einem geschlossenen Kreislauf. In a closed circuit. So you need no, Yes. you need no, you need no big water reservoir. You can build it in a very small unit. Yes. Das heißt, Sie brauchen also kein zusätzliches großes Wasserreservoir, sondern Sie können das ganze System als relativ kleine Einheiten herstellen. And I suppose the main trick is the using of the atmospheric pressure and in the same way the using of the subpressure in the lower tank. That means you simulate a water height of the upper tank of the double. For example, if you have a water height of 10 meter column, this corresponds to 1 atmospheric truck. But you have the atmospheric pressure together with a 10 meter column. That means you have 2 atmospheric pressure, but you need only to pump the water height with 1 atmospheric pressure. So that makes a difference, and you have to subtract all the losses you have in the system, and that is the result is that evidently you have a gain of 30% per 1 complete cycle. Aha, ich soll das auf Deutsch sagen. Ja, I have to translate it in German. Okay, ich glaube, ich habe etwa verstanden, warum das Ganze funktioniert, und zwar in einem geschlossenen Kreislauf. Geschlossen heißt, der ständig Wasser nachbringt in eine Turbine. Sie brauchen kein Speicherkraftwerk, also keinen großen Wasserspeicher, wo immer wieder Regen drauf fällt, sondern Sie haben, das haben Sie ja gesehen, einen geschlossenen Kreislauf. Und der Haupttrick ist der, dass Sie im oberen Tank jetzt mit einer, ich nehme ein Beispiel, mit einer Wassersäule von 10 Meter, zum Beispiel eine Atmosphäre Wasserdruck generieren können. Gleichzeitig haben Sie aber auch die eine Atmosphäre Luftdruck darüber, denn darunter haben Sie ja fast ein Vakuum. Es ist kein Vakuum, aber fast, sagen wir mal. Das heißt, wir bekommen als Energie für die Turbine einen Wasserstrahl, der einer Wassersäule von 10 Meter plus 10 Meter, also 20 Meter entspricht. Tatsächlich müssen Sie aber vom unteren Tank, er hat ja das erzählt, wir haben das Gesetz, das bekannte von den Griechen, dass sie praktisch bis zur Mitte keine Energie brauchen, aufgrund der kommunizierenden Röhren, entsprechend dem hydrostatischen Paradoxon, und dann müssen Sie nur von der Mitte wieder hoch, und zwar müssen Sie da nur 10 Meter überwinden mit der Pumpe. Sie haben aber eine Energie bekommen am Anfang von 20 Meter Wassersäule, simuliert dadurch, dass Sie in dem unteren Tank einen Unterdruck haben. So, das heißt, die Hauptenergie kommt praktisch aus der Luftsäule, aus dem Luftdruck, und das ist wieder durch die Gravitation. Jetzt das I say it in English again. The paradoxon is that normally in all physics we have learned it in engineering studies, if you use a gravity force in a closed circle, you will have in the integral always 0. So in this way, evidently, it is possible to use or to get a surplus energy or power. And that is really free energy, and I am really a little bit surprised that we have not invented this some
tens or 100 years before. So you are really a genius, I would say, Mr. Hello, just a very critical question. Now, is the cost of this unit very expensive? Is the maintenance expensive or cheap? Do you need very fancy skills in order to maintain it, in order to do the fixing, or it is easy? Die nächste Frage war, welche Kosten hat das System? Wie hoch sind die Wartung und Betriebskosten? Braucht es bestimmte Kenntnisse, um so ein System aufzubauen? Also im Allgemeinen gesagt, welcher Aufwand ist damit verbunden? Prego. Valor. Mi hai fatto una domanda a me? Dovevo finire ancora l'altra. Allora, a giro is cheap to build and therefore cheap to maintain. Es ist billig herzustellen oder zu errichten und es ist auch günstig in Betrieb und Wartung. All the unit parts are simple and subject to very low maintenance. Die einzelnen Elemente sind billig und auch die Wartung ist einfach. Only the turbine is a delicate part that requires some skill. Das einzige etwas Delikate, etwas Komplizierte ist eben der Turbineneinbau. Der braucht auch ein bisschen Fachkenntnisse. But no more complicated than ordinary turbine fit in any other application. Evidently. Aber ist natürlich auch nicht komplizierter als wie jede andere Turbine, die in jeder anderen Anwendung eingesetzt wird. Thus, a plumber and electrician can take care of most of the work needed. Wie ich verstanden habe, also ein normaler Elektriker kann die meisten Arbeiten durchführen, die hier benötigt werden. This when we talk about small medium units for homes or small plants. Das jetzt in Bezug auf kleine Einheiten in der Dimension von Einfamilienhäuser oder einer entsprechenden, ja, in so einem Verbrauchsbereich halt. When fitted in a power plant, the skills already present are more than enough to run and maintain it. Aber selbst wenn es in einer großen Anlage gebaut ist, dann sind die gegenwärtig verbreiteten Skills, also Fähigkeiten und Kenntnisse, mehr als ausreichend. I think that another big application from Jira is that you can build anywhere. Ein besonderes Vorteil aus meiner Sicht ist, dass Sie dieses System im Prinzip überall errichten können. It's not dangerous for people like a dance. Es ist weder so gefährlich für Leute wie ein Damm beispielsweise, der brechen kann. Yes, a Jira works like a closed loop. Es funktioniert in einem geschlossenen Kreislauf. You can build a Jira in the desert. Sie können es daher auch mitten in der Wüste errichten. That's it. Das ist es. Okay, now we have a problem. We have so many questions here, and I suppose that some of the questions goes in the same direction. So on the other hand, we have limited time because people is waiting for the dinner, but anyway, I think we can 10 minutes spend more. Also ich denke, 10 Minuten können wir doch, die ganzen Fragen zu beantworten. Der Erste, der die Hand gestreckt hat, the first. Buongiorno, Loris. Thank you for the presentation. I have one question, and maybe it was in the presentation, I didn't get it, but essentially it's this. How, given 28%, have you determined closing the loop? Because in this field, the only thing that is important as verification is closing the loop. So given the fact that it's driven by electricity and it outputs 28% more electricity than it inputs, have you used, say, a lithium battery and some sort of accumulator setup to power it?
Die erste Frage ist, es ist ein geschlossener Kreislauf, wenn wir davon ausgehen, wir kriegen also 28% mehr Strom raus, als reingeht. Hast du diesen Strom irgendwo gespeichert, in einer Lithiumbatterie zum Beispiel? Okay, for the input power, we take off the energy with the kinetic formula. We take off the water flow and the speed. Das habe ich leider nicht verstanden, was ich damit meinte. Could you repeat? Yeah, two engineers didn't understand it, I'm sorry. I don't know. Could you repeat your message? Okay, we take off the energy with water flow speed and the quantity is a kinetic formula. No, no, that was not the question. That was a real question. The question is extremely simple. If it's electricity in and electricity out, and you've determined a 28% gain, an accumulator could keep that going forever. And that would be the only test that's necessary to prove it utterly conclusively. Have you done that? Closed the loop. Provo adesso a risponderti in italiano a te. Okay, I'll translate it. Ok, allora, la misura dell'energia prodotta in un sistema Okay, the energy produced in the system Die Energie, die im System produziert wird, si misura con l'energia cinetica. is measured with kinetic energy, wird gemessen als kinetische Energie, als Bewegungsenergie, che è il risultato dell'energia potenziale meno le perdite di carico. which is resulting of the potential energy minus the friction losses. und die resultiert aus der potenziellen Energie abzüglich den Reibungsfaktoren oder Reibungsverlusten. Quindi se noi abbiamo 1 metro cubo al secondo di acqua, So if we are calculating 1 cubic meters per second of water, Wenn wir also ausgehen von 1 Kubikmeter pro Sekunde, a una velocità di 14 metri al secondo, at the speed of 14 meters per second, Sorry, I hate to interject. All you need to do is there's a pump at the bottom and there's a generator. Does the generator go through an accumulator and keep the pump going? That's all I need to know, with an accumulator in between. There needs to be no calculations. You just plug one into a battery, you take the power from the battery and you put it in the pump. sorry, you mean the You close the loop. There's a power usage. That is the pump pumping the water up. Yeah. There is a power generator that is the output from the dynamo or whatever it is, the generator. If that is 28% higher than the pump's usage, all you need is to put it into a battery and use some balance of that to power the generator, because there's no Carnot cycle You needed. mean the output energy going into the battery and then the battery Yeah, going back that's to closing the loop. Okay. That's all you need to do. No calculations necessary. Has he done that? Did it work? I don't think it's done that, but yeah. you Okay. can say, okay, also soweit ich Zeit habe. Die Frage war, haben Sie es probiert, den geschlossenen Kreislauf, der hier als Wasserkreislauf ist, auch als geschlossenen Elektrizitätskreislauf zu installieren, indem Sie also eine bestimmte Menge Energie benutzen, um das Ganze in Bewegung zu setzen und die zusätzliche Energie wieder in die Batterie einspeisen und dann messen können, dass die Energie dort mehr ist, als sie vorher war. Die Frage war, haben Sie das getan? Hier ist eine weitere Frage vielleicht. Also wir kommen nicht weiter, weil Sie müssen warten, bis er geantwortet hat. So we wait for your answer, sir. Wir wissen nicht genau, ob die Frage jetzt tatsächlich, ob wir bei ihm angekommen ist. I think the question was very simple. In one plant, you have an
energy gain only of 30%. So with one plant it is not possible to close the circle. But if you add another plant in serial, then you will have another factor 1.3. And if you combine 3 plants or more plants, then you could use the complete system in a closed circle. It was, es war vorher, hat alles erklärt. You understand it? It's the same, it doesn't matter. If it works at 30%, that's fine. If it works at 60%, at some point you're going to close the loop. Has he done it? There's a problem with the line. Yeah, I'm sure he did. I have the problem with the time. He's not done it, so it doesn't need any calculation. Wir dürfen wir erst den Physiker bitten, Dr. Thorsten Ludwig, kann das genau Run away, mate. bevor Sie antworten. Grundsätzliche Frage. Ja, welche? Mein Name ist Klaus Schneider. Sie haben auch erwähnt, dass aus diesem evakuierten Behälter herausgepumpt wird. Und wenn ich aus dem evakuierten Behälter herauspumpe, dann muss ich das Vakuum überwinden. Nein. Ich kann auch nicht. Das Wasser. Moment, lassen Sie mich sagen. Okay, ich verstehe, was Sie meinen. Ja. Aus praktischen Beispiel sagen. Wir machen Wasserrückgewinnung bei Kanalschutzwachen, Wasserrecycling. Und diese Behälter werden evakuiert, damit sie aus dem Schacht das Wasser und den Schlamm ansaugen können. Und wenn ich jetzt Schlammwasser aus dem Behälter nehme, um es aufzubereiten, dann muss ich dieses Vakuum überwinden, weil sonst würde man das Wasser zurücklaufen. Also Sie können nicht kostenlos dieses Vakuum... Sie haben völlig recht. Sie haben völlig recht, ich gebe mich geschlagen. Das heißt, wir müssten ihn fragen, was hat er jetzt praktisch realisiert. Das ist genau die Frage. Genau. I'll try to switch over the phone. Also, ich werde versuchen, Polizei jetzt per Handy zu erreichen. Also wir haben jetzt ein bisschen ein Problem der Verbindung mit dem Erfinder. Wir haben auch nicht mehr allzu viel Zeit. Ich denke, 5 Minuten noch, aber trotzdem kannst du nicht was sagen. Aber dazu brauchen wir ein Mikrofon. Just using the functional input of it. Kannst du dir die Frage nicht To stellen? close the input Du flow. brauchst ein Mikrofon. Das ist wohl der Name. Was ich sagen kann, ist, was noch nicht so gekommen ist, dass er gesagt hat, wie Sie die Ausgangsleistung gemessen haben. Du musst es so machen. He's not going to answer you, mate. He's been rumbled. Also Leistung messen ist ja kein Kunststück, außer man ist falsch. Nein, ich finde es schon wichtig, er hat als Doesn't need any debate. eben sozusagen den Wasserdurchfluss und die Menge. I'll talk to him. He's giving me the answer. So basically, all of the measures of the energy in Okay, so all of the energy in and out has been calculated by calculating the water flow, which is the water speed, which is the way, the technique that normally they use when building up a hydroelectric power plant. So, Also es wurden gemessen die Strömungsgeschwindigkeit, wie ich das jetzt verstanden habe, des Wassers, so wie es bei normalen Anlagen auch getan wird. So basically, whenever there will be the upscale of the building of the plant, there will be more sophisticated ways to calculate the power out. But they haven't done what you asked. So putting the power out into an accumulator and then from the accumulator to the pump. They haven't. Also in Bezug auf die Frage, ob also in diesem geschlossenen Kreislauf auch ein geschlossener Elektrokreislauf installiert worden ist mit Speicherung der Ausgangsenergie, nein, das wurde bisher noch nicht gemacht.
Da ist wenigstens jetzt diese Frage heute beantwortet. How do people fall for it over So and that's the over next again? job they have to do. Also, das ist die nächste Aufgabe, die Herr Mazza zu tun hat. But I recommend that all the people here is thinking a little bit about your system during the dinner and discussing. Ich denke, dass jetzt, da wir zum Abendessen No, I'm not gehen, gonna waste wir uns another beim second. I've already Abendessen wasted auch too damit much weiter life on it. beschäftigen können und über Gedanken machen. Mein Vorschlag war, es ist doch perfekt für das nächste Rechtsjournal, ein ausführlicher Artikel darüber, über Stand der Technik. Man kann jetzt dann noch ein paar Fragen einsammeln und der Kontakt wird weiter aufrechterhalten, ganz bestimmt. You as inventor, and we thank Fabio for the presentation. Okay, bye bye. Vielen Dank an Herrn Mazza, vielen Dank an Fabio für die Präsentation, vielen Dank an mich fürs Dolmetschen und I'm Appetit. going to thank him not by not billing him for my time.